Geceler sustu, sahne senin. Zaman geldi yıldız gibi derin. Kalbimizde umutla doğdun. Madrid'de bir efsane oldun. Sol ayağın bir başka dünya. Rakipler kaçıyor, sen hep burada. Gençsin ama ruhun büyük. Seninle hayaller gerçek çocuk. Yaralandın ama yıkılmadın. Sessiz kaldın ama kaybolmadın. Bekledik seni, her maç bir dua. Şimdi parlıyorsun işte burada. Arda Güler, ateş gibi yandın. Real'de doğdun, kalplere aktın. Sen bir yıldızsın, göklerde parlar. Her golünle dünya ağlar. Arda Güler, sahne senin artık. Kır zincirleri, yaz tarihi şimdi. Senin adına titrer stadyumlar. Gelecek senin Arda Yıldızlar. Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Zunächst einmal, ich habe keine Ahnung, was da gerade in dem Lied gesungen wurde. Ich habe ChatGPT ein paar Ideen gegeben und gesagt, übersetzt mir bitte den Text ins Türkische. Ich hoffe, dass ich damit niemanden beleidigt habe oder irgendein Quatsch gekommen ist. Wenn ja, lasst das bitte in den Kommentaren. Aber ihr kennt mich. Es waren nur beste Absichten. Ja, wie dem auch sei, ich glaube, es ist der Moment gekommen, um zu sagen, danke Arda Güler. Danke, dass du mir in so einer Saison des Grauens wieder den Spaß an Real Madrid zurückgegeben hast. Danke, dass du mir in so einer Saison, wo ich eigentlich nur wollte, dass sie endlich vorbei ist, dass du mir wieder Hoffnung gegeben hast und dass ein Stück von mir wieder daran glaubt, dass wir doch noch einen Titel holen können. Danke, dass du dich von Carlo Ancelotti nicht hast unterkriegen lassen und danke, dass du den ganzen Hatern, die im Laufe des letzten Jahres auf meinen Kommentaren hier und da immer wieder ihr Gift versprüht haben. Danke, dass du die eines Besseren belehrt hast. Danke, Arda Güler. Ja, wir unterhalten uns natürlich über den 3:2 Sieg von Real Madrid gegen Celta Vigo, angeführt von einem überragenden Arda Güler und auch von einem Killer Kylian Mbappé, der muss natürlich auch erwähnt werden. Ja, wir unterhalten uns, was ist im Spiel passiert und wie wird die Zukunft von Real Madrid in dieser Saison noch aussehen. Es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Video. Viel Spaß dabei. Real Madrid 3, Celta Vigo 2. Wenn man nur das reine Ergebnis liest, wird man wahrscheinlich denken, knapper Sieg von Real Madrid und man liegt auch nicht ganz falsch. Aber wenn man die ersten 60 Minuten gestern im Santiago Bernabéu gesehen hat, fragt man sich, wie es am Ende überhaupt so knapp werden konnte. Real Madrid hat mit die besten 60 Minuten im Jahr 2025 im Santiago Bernabéu gespielt. Und das Ganze angeführt von einem überragenden Arda Güler und auch von einem tollen Kylian Mbappé. Zunächst einmal die Aufstellung, die unser Trainer Carlo Ancelotti gewählt hat. Ganz ehrlich, oftmals blieb ihm auch keine Alternative, vor allem in der Abwehr. Wir haben inzwischen 5 Stammspieler aus der Abwehr verletzt. Das heißt, ein Tchouaméni musste nach hinten rücken, an der Seite von Asensio einen tollen Job gemacht. Rechts hinten hätte ich mir persönlich eher ein Fede Valverde gewünscht, aber ich kann Lucas Vázquez auch keine großen Vorwürfe machen. Im Endeffekt hat die Abwehr die ersten 60 Minuten gut gespielt, danach geriet sie ins Schwimmen, dann gab es aber auch eine Auswechslung, da reden wir später drüber. Ja, und dann das Prunkstück von Real Madrid, ein Carlo Ancelotti hat endlich auf mich gehört. Er hat in den Maschinenraum von Real Madrid Bellingham, Ceballos und Arda Güler gebracht. Und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es erinnerte an die erste Halbzeit wie gegen Getafe, als vor allem der Türke das Spiel in die Hand genommen hat, den Rhythmus vorgegeben hat, entschieden hat, wann gibt es einen langen Ball, wann gibt es einen kurzen. Es hat einfach Spaß gemacht.
Der Fußball war zurück im Santiago Bernabéu. In der ersten Halbzeit gab es dazu dann auch noch einen wunderbaren, tollen Vini Junior und auch einen sehr, sehr guten Kylian Mbappé. In der zweiten Halbzeit ist der Brasilianer ein bisschen untergetaucht, der Franzose Gott sei Dank nicht. Ja, aber im Endeffekt kann man Carlo Ancelotti wegen der Aufstellung keine großen Vorwürfe machen. Wie gesagt, er hat auch nicht viele Alternativen. Und endlich hat Carlo Ancelotti anscheinend verstanden, dass die Lösung für das fußballerische Problem von Real Madrid die 15 auf dem Rücken trägt und den Finger nach seinem Tor in den Himmel ragt. Ich rede natürlich über Arda Güler. Ja, was ist in dem Spiel überhaupt passiert? Ganz ehrlich, nach den ersten 10 Minuten hätte sich kein Fan auf dieser Welt beschweren dürfen, wenn es 2:2 oder 3:3 gestanden hätte. Das war die unglaublichsten ersten 10 Minuten seit Jahren im Santiago Bernabéu. Arda Güler mit einem Seitfallzieher nach einer Flanke von Vini Junior. Auf der anderen Seite Marcos Alonso mit 2 Kopfbällen nach 2 Ecken, die eigentlich drin sein müssen. Der erste geht unerklärlicherweise drüber. Bei der zweiten macht Thibaut Courtois eine unglaubliche Parade. Auf der anderen Seite Konter für Real Madrid. Lucas Vázquez bringt den Ball in die Mitte. Der Verteidiger fälscht ihn ins Tor ab. Der Torwart kratzt ihn von der Linie. Danach eine super Ecke von Arda Güler. Kopfball von Tchouaméni. Also es ging wirklich hin und her. Und wir dachten nur, was ist hier los im Livestream? Ich bin fast eskaliert. Also ganz tolle, für den neutralen Zuschauer überragende erste 10, 15 Minuten. Aber dann hat Real Madrid immer mehr das Heft in die Hand genommen. Man hat gesehen, ein Arda Güler, der eigentlich im rechten Mittelfeld gespielt hat, hat immer mehr in die Zentrale ist er gegangen, hat sich den Ball bei der Abwehr abgeholt, hat immer mehr das Kommando übernommen, ein Ceballos dann auch. Und wie gesagt, Real Madrid hatte das Spiel komplett im Griff. Ja, und Arda Güler hat so oder so ein gutes Spiel gemacht, aber dann belohnt er sich mit einem unglaublichen 1:0. Was ist das für ein Tor? Was hat der Junge für einen linken Fuß? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so einen linken Fuß gesehen habe. Das erinnert mich so ein bisschen an James Rodriguez. Also, dass der ein super Techniker, ein super Fußballer, ein Künstler am Ball ist, wie so ein bisschen Mesut Özil, ja. Aber der hat dazu im linken Fuß die Kanone von einem James Rodriguez. Also unglaubliches Tor zum 1:0 von dem türkischen Supertalent. Also wie gesagt, im Stream sind wir zu Recht eskaliert. Kurz danach eine gefährliche Situation für Celta Vigo. Thibaut Courtois macht eine Parade, die nur Thibaut Courtois macht. Real Madrid startet einen Konter. Der Ball geht über Bellingham, einen langen Ball auf Kylian Mbappé. Und bei Kylian Mbappé ist es irgendwie gefühlt das Gleiche, ob er allein auf den Torwart läuft oder ob er allein auf den letzten Verteidiger läuft. Es kommt das Gleiche bei rum. Wunderschönes Tor zum 2:0 von Real Madrid. Der Franzose wird von Spieltag zu Spieltag besser. Sehr viel Hoffnung macht uns Madridistas für diese Saison und vor allem auch für die nächste. Ja, und dann Real Madrid führt absolut souverän zur Halbzeit. Celta Vigo hat in der ersten Halbzeit nach der ersten Viertelstunde keinen Stich mehr. Und in der zweiten Halbzeit ging es so weiter. Das 3:0 ist wieder ein Kunstwerk. Dani Ceballos spielt einen Pass auf Arda Güler, der mit der Annahme schon den Ball perfekt in die Mitte zieht. Sein Verteidiger hat keine Chance, an den Ball zu kommen. Und den Pass, den Arda Güler, der von dem Timing her genau spielt, das sind die Pässe, von denen ich euch seit einem Jahr auf meinem Kanal erzähle. Warum ich immer sage, er hat den besten letzten Pass bei uns im Kader. Dieser Pass ist ein Gemälde, ist ein Kunstwerk, ist Zucker. Und natürlich muss dann am anderen Ende auch ein Kylian Mbappé stehen, der daraus eiskalt das 3:0 macht, mit links trocken in die lange Ecke. Ein traumhaftes Duo da. Gestern ein Kylian Mbappé und ein Arda Güler. Es gab gestern im Internet schon sehr, sehr viele Vergleiche, haben enorm daran erinnert, an ein Mesut Özil und ein Cristiano Ronaldo. Wir reden hier natürlich über riesige Fußstapfen für beide, aber gestern war zum ersten Mal wieder dieses Flair im Santiago Bernabéu. Der türkische Linksfuß und vorne der Goalgetter. Also, wie gesagt, die beiden haben uns gestern die 3 Punkte beschert. Kurz danach nochmal die beiden, ein doppelter Doppelpass. Arda Güler schießt den Ball, der Torwart kratzt den von der Linie, sonst steht es schon 4:0, dann wäre das Spiel wahrscheinlich schon durch gewesen. Ja, und dann ist Real Madrid das passiert, was diese Saison so oft passiert.
Carlo Ancelotti hat mit seinen Auswechslungen tatsächlich die Mannschaft geschwächt. Ich möchte nicht die ganze Schuld schieben auf Jacobo Ramon, der Junge. Ich glaube, das war eine Kombination daraus, dass ein Asensio auch tatsächlich gefehlt hat. Man sieht wieder, wie wichtig ein Asensio für die Mannschaft ist. Der ist der Leader unserer Abwehr. Man hat sein Fehlen sofort gemerkt. Ein Jacobo Ramon konnte nicht annähernd diese Fußstapfen ausfüllen, die ein Asensio dagelassen hat. Dazu wurde ein Modric reingebracht, der keinen guten Tag hatte. Ein Brahim. Madrid wurde von Auswechslung zu Auswechslung schlechter. Celta Vigo ist nochmal ins Spiel gekommen, verkürzt nochmal auf 3:1 und 3:2, angeführt von einem wirklich überragenden Thiago Aspas. Also ganz starkes Spiel von dem Galicia. Aber man muss auch ehrlich sagen, diese Angst in den Knochen, die wir Madridistas hatten, war eher so ein bisschen das Gefühl, dass was passieren konnte, als echte Torchancen. Kurz nach dem 3:2 gab es noch einen gefährlichen Abschluss. Thibaut Courtois hält den Ball, der rollt Richtung Tor, aber der Effekt kratzt den Ball wieder von der Linie. Da hatten wir ein bisschen Glück, aber danach hatte Celta Vigo keine einzige wirkliche Torchance mehr. Wie gesagt, die Angst lag eher in unseren Köpfen, in unseren Herzen, dass wir gedacht haben, wir können hier nicht ein 3:0 aus der Hand geben. Wenn man sich das Spiel nochmal anschaut, neutral, gab es keine klaren Torchancen. Im Gegenteil, Madrid hätte eigentlich noch das 4:2 machen müssen, hatte mehr als klare Abschlusschancen. Aber wie dem auch sei, am Endeffekt zählen die 3 Punkte. Real Madrid bleibt weiterhin nur 4 Punkte hinter dem FC Barcelona. Nächste Woche ist der Clasico, also theoretisch ist noch alles drin. Und wer im Clasico nächste Woche starten wird, da sind sich alle Medien einig, da komme ich später zu. Denn ich möchte, obwohl wir gewonnen haben, noch einmal über die Schiedsrichterleistung von gestern reden. Uns Madridistas ist es ja anscheinend verboten, über die Schiedsrichter zu reden. Ich weiß nicht warum. Als wenn wir diejenigen wären, die die Schiedsrichterpräsidenten gezahlt haben oder Vizepräsidenten über 20 Jahre. Nee. Wir dürfen uns ja nicht beschweren. Aber wir sehen immer wieder Statistiken, die komplett auseinandergehen. VAR-Statistiken. Madrid ist die Mannschaft, die am wenigsten vom VAR Fehler korrigiert bekommt. Der FC Barcelona seltsamerweise die am meisten. Und dann gibt es ja immer wieder die Leute, die behaupten, das liegt daran, dass die Schiedsrichter auf dem Platz Fehler gegen Real Madrid machen. Absoluter Quatsch. Fangen wir zunächst einmal mit einer typischen Szene aus La Liga an. Kylian Mbappé wird alleine aufs Tor geschickt. Der letzte Mann hält ihn klar fest, nimmt ihm die Chance, zuerst an den Ball zu kommen, eine 1:1-Situation gegen den Torwart zu haben. Und Gil Manzano pfeift, weil ihm nichts anderes übrig bleibt, und gibt die gelbe Karte. Kylian Mbappé wäre 16, 18 Meter vom Tor alleine vom Tor gewesen. Der schnellste Spieler dieser Fußballwelt, den hätte keiner mehr eingeholt. Dafür gibt es Gelb. Und glaubt ihr, das VAR mischt sich da ein? Nein. Aber wenn man dann zum Beispiel vergleicht, FC Barcelona gegen Real Sociedad, unser direkter Konkurrent, ein Dani Olmo wird knapp hinter der Mittellinie festgehalten, der hätte noch den ganzen Weg bis zum Tor rennen müssen, die Verteidiger kamen auch im Tempo, die hätten den auf jeden Fall noch eingeholt, aber der Schiedsrichter gibt in der 16. Minute knallrot. Und das sind die Punkte, die wir Madridistas meinen, warum wir sagen, das gleiche Foul, die gleiche Situation, im Gegenteil. Madrid wäre sogar viel näher am Tor gewesen mit einem Kylian Mbappé. Der wird nicht eingeholt. Aber da gibt es Gelb und bei Barcelona gibt es Rot. Oder die Situation, wo Marcos Alonso den Ball mit der Hand wegbaggert. In welcher Welt ist das kein Elfmeter? Und warum mischt sich das VAR nicht ein? Von wegen, die Schiedsrichter bevorzugen Madrid auf dem Platz, deshalb muss sich das VAR einmischen. Bullshit! Wie kann das kein Elfmeter sein? Und auch wenn wir über die Situation an Fede Valverde reden, der geht in den 16er mit seinem Tempo, den holt keiner mehr ein und der Verteidiger von Celta Vigo macht nichts anderes als ihn faulen. Von mir aus ist das kein glasklarer Elfer. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn sein Trikot blau-rot wäre, hätte der einen Elfer bekommen. Und wenn nicht, hätte sich das VAR eingemischt.
Und das ist das Problem der spanischen Liga. Und dass sich dann in der Presse noch erlaubt wird, uns Madridistas zu verbieten, über die Schiedsrichter zu reden. Ja, das ist das Rundumpaket, was Joan Laporta und der FC Barcelona geschnürt hat mit ihren Zahlungen von über 7 Millionen an die Medien. Deshalb noch einmal danke Arda Güler, danke Kylian Mbappé, dass ihr nicht nur Celta Vigo, sondern auch Gil Manzano und das spanische Schiedsrichterkomitee geschlagen habt. Die haben alles dafür getan, dass die Meisterschaft gestern entschieden wird. Ja, ich hoffe nächste Woche in Barcelona, wenn die ganze Welt hinschaut, dass die Schiedsrichter sich nicht trauen, schon wieder so gegen Real Madrid zu pfeifen. Und vor allem hoffe ich, dass Carlo Ancelotti seine Lektion gelernt hat und Arda Güler starten lässt. Arda Güler ist die Lösung für die Probleme, die wir die ganze Saison hatten. Dass Arda Güler starten wird, ist inzwischen in Spanien quasi jedem klar. Die Presse, es gibt Informationen, ich blende die euch nebenbei ein bisschen ein, ihr werdet immer sehen, Arda Güler wird nächste Woche starten. Ein Carlo Ancelotti hat in der Pressekonferenz auch gesagt, ja, so wie der zurzeit drauf ist, wird er natürlich um die erste 11 spielen. Und dann weiß ich, viele von euch haben mir geschrieben, Mario, was sagt ein Carlo Ancelotti da in der Pressekonferenz? Wie kann der sowas sagen über Arda Güler, über seine Physis, über sein Entourage? Viele von euch wissen jetzt gar nicht, was ich sage. Ein Carlo Ancelotti hat gesagt, der Arda Güler von September ist nicht der gleiche Arda Güler von jetzt. Der hat sich physisch stark verbessert. Ich habe vor 2 Monaten Kritik gegenüber seiner Entourage geäußert und jetzt muss man sagen, die Entourage hat einen guten Job mit ihm gemacht. Aber Leute, was soll ein Carlo Ancelotti denn sonst sagen? Soll ein Carlo Ancelotti wirklich sagen, ja okay, die ganze Saison geht auf meine Kappe? Ich habe die Lösung, das wahrscheinlich größte Talent, was wir im Kader haben, habe ich einfach übersehen? Es liegt meine Schuld? Soll das ein Carlo Ancelotti sagen? Es ist das Normalste auf der Welt, dass er versucht, irgendwie die Schuld woanders zu finden, dass die Schuld bei Arda und seiner Entourage liegt. Wobei das natürlich absoluter Schwachsinn ist. Wir alle haben gesehen, was für eine EM Arda Güler für die Türkei gespielt hat. Bei dem wahrscheinlich physisch schwersten Wettbewerb, den es überhaupt gibt. In wichtigen Spielen, in K.O.-Spielen der EM gegen physische Monster. Und man hat gesehen, die Physis von Arda Güler war da, der Fußballer war da, der Kopf war da. Und das, was Carlo Ancelotti macht, sind nichts anderes als Ausreden, weil er selber natürlich nicht zugeben möchte, dass er den Fehler gemacht hat. Seit über einem Jahr predige ich das auf meinem Kanal. Carlo Ancelotti, ich werde dir immer dankbar sein für alles, was du bei Real Madrid geleistet hast. Aber deine Zeit ist mehr als abgelaufen. Und ich kann mich nur bei Arda Güler bedanken, dass er diese Phase überstanden hat. Wie oft habe ich in den Kommentaren von euch gelesen, Arda muss Real Madrid verlassen, der Junge muss gehen. Und ich hoffe, der letzte Zweifler hat gestern erkannt, Arda Güler muss das Gegenteil von gehen. Arda muss immer bei diesem Real Madrid von Anfang an spielen. Vor allem wissen wir auch, so wie es aussieht, kommt ein Xabi Alonso, ein Trainer, der ihn letztes Jahr schon bei Leverkusen haben wollte. Ich habe große Hoffnung in Xabi Alonso und ich habe noch größere Hoffnung in Arda Güler. Ja, das war mehr oder weniger die Zusammenfassung des Spiels. Ich blende euch jetzt auch noch die Spielerbewertung ein. Diese Spielerbewertung ist nicht nur meine Spielerbewertung, sondern auch eure. Die haben wir gestern im Livestream zusammen gemacht. Wenn du da mal mitmachen möchtest, komm in die Livestreams. Ich mache immer Watch-Alongs während der Spiele. Am Ende des Spiels hören wir uns die Pressekonferenz von Ancelotti an und machen diese Spielerbewertung. Und mehr oder weniger gebe ich zu, wir waren bei dieser Spielerbewertung etwas positiv gestimmt. Wir waren alle gehypt von dem tollen Spiel, von den ersten 60 Minuten. Letzte halbe Stunde haben wir gezittert, das gebe ich offen und ehrlich zu. Ja, im Endeffekt gibt aber diese Benotung auch meine Meinung wieder. Thibaut Courtois, der beste Torhüter der Welt. Mit der Abwehr bin ich an sich zufrieden, bis auf die letzte halbe Stunde. Das Mittelfeld war gestern das Prunkstück von Real Madrid, angeführt mit einem Arda. Okay, wir haben ihm eine 10 gegeben, vielleicht ist das ein bisschen zu hoch gewesen, weil er ab der 60. Minute nicht mehr so auffällig war. Aber ganz ehrlich, diese 10 ist ein Statement, diese 10 ist ein Dankeschön dafür, für seine unglaubliche erste Halbzeit und diese 10 ist auch ein Statement dafür, dass er endlich Stammspieler von Real Madrid ist. Ja, dann vorne drin, wie gesagt, auch ein Kylian Mbappé, tolles Spiel vom Franzosen, ich möchte das nicht einfach so ausblenden. Ja,
Wie dem auch sei, das ist meine Meinung zu dem Spiel gestern gegen Celta Vigo. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze seht. Lasst das Ganze bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liken, followen, teilen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Und wir sehen uns übermorgen wieder. Morgen wird es kein Video geben, aber übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Serissimo Marta, alla Madrid!